Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Milwaukee One DD2 an, der stärkste Milwaukee Akkuschrauber, den es gibt. Schauen wir uns gleich an, Verarbeitung super, links, rechts super, einfach alles unglaublich gut, wenn er wirklich so stark ist, wie er ist, das wissen wir ja. Erster, zweiter Gang, brutal gut, sehr kompakt. Schauen wir uns gleich die Lautstärke an, das ist ein Kritikpunkt, finde ich. Wir sehen können es, ja, nicht mal so schlimm, 90 bis 92, je nachdem welcher Gang, aber ihr seht, jedes Mal, also wenn man kleinere Sachen macht, geht die Lautstärke extrem nach oben, wenn man ihn anmacht. 102 Dezibel im ersten und im zweiten, ich habe es gesehen, kurz 109 Dezibel, was extrem laut ist. Schaut nochmal 106, das gefällt mir wirklich gar nicht, das ist selten eigentlich, dass ich sowas sehe, dass das so hoch, wie keine Ahnung, so aufheult, kann man fast schon sagen. Ja, ich finde den von der Lautstärke her sehr unangenehm. Drehzahl passt im ersten, im zweiten habe ich deutlich zu wenig gemessen, weiß es nicht wieso, ob das bei jedem so ist, ich versuche den zu finden, weil ich muss in Amerika mal schauen, die Drehzahl, aber ja, ich finde, im zweiten hatte zu wenig, sollte 2000 haben, hat gleich 1800, der erste passt, ist sogar, dort übertreffen sogar, das passt. Ja, Baufutter, muss ich sagen, wirklich bei Milwaukee ist es relativ genau, sehr genau eigentlich. Ja, wir sehen können es, reagiert schnell auf die Befehle und wir sehen können es da beim Schlangenbohrer oder wie er heißt, Augabit oder wie ihn der Wald nennt, super genaues Bohrfutter. Kommen wir zu LED. LED bin ich auch relativ zufrieden. Ja, wir sehen können es sehr weit, sehr breit, sehr hoch. Schöne, weit ausleuchtende LED und ich bin sehr zufrieden. Maximale Helligkeit beträgt 29.460 Lux, was ein sehr guter Wert ist, das muss ich lassen. Da sehen wir die Kupplung, wer das überspringen will, kann es ruhig überspringen. Ich kann kurz sagen, das ist elektronische Kupplung, heißt, da wird einfach die Stromzufuhr begrenzt, die vom Akku zum Gerät gelangt und somit kann man dann eine Kupplung theoretisch über die Stromzufuhr machen. Der größte Nachteil ist, das geht nicht, also kleine Schrauben funktionieren meistens nicht auf der niedrigsten Stufe. Da muss man schon meistens ja, aufpassen, weil eine kleine 4x30er funktioniert nicht, weil einfach zu viel Strom abgegeben wird und der Akkuschrauber dann eben zu tief versenkt. Aber die Kupplung funktioniert und das sogar, muss ich sagen, finde ich nicht schlecht. Eigentlich so elektronische Kupplung, das erste Mal habe ich elektronische Kupplung gehabt. Ich finde die nicht so schlecht, für Kleinigkeiten nicht so geeignet. Ich meine, der ist sowieso nicht geeignet eigentlich für kleine Schrauben, logisch, aber wäre auch schade, dass man 30 Akkuschrauber braucht, der sollte es auch können, kann er leider nicht, aber wem das wurscht ist, das passt. Da schauen wir uns das Unglaubliche an. Forstner Bohrer, 57 mm und 68 im zweiten Gang, das Sattler R bis jetzt geschafft. Das ist Leistung ohne Ende, schaut euch das an. Der fräst es durch wie nix. Kurz ist er stecken geblieben, verkantet am Ende, aber unglaublich. 5,5 cm seien es ungefähr. Da Schlangenbohrer oder Augabits, wie man sie nennt. Lass einfach so durchlaufen, brauche ich gar nicht sagen, welcher Durchmesser, der macht alles im zweiten. Ratzfatz, da braucht gar nicht den Ton einblenden. Ihr seht, wie das funktioniert. Ein paar Mal habe ich die Löcher doppelt gemacht, weil man nicht sicher war, ob alles schön funktioniert hat. Aber wie ihr sehen könnt, da der 32er funktioniert wie nix und gleich mal 40 mm Flachfressbohrer, sogar das schafft er, was sehr, sehr stark ist. Ja, Drehmoment. Schauen wir uns nun an. Sind es unter 60 Newtonmeter auf Stufe 3, aber gemessen habe ich einmal 64,2,
aber ich finde die Aufnahme nicht, wo ich das ausprobiert habe, aber 64,2 ist das Maximale, was ich gemessen habe. Das werde ich auch angeben und ja. 14,3 Newtonmeter. 18,8 Newtonmeter. So, das weiche Drehmoment ist unglaublich stark bei Milwaukee. 64,2 Newtonmeter habe ich mal gemessen, nicht auf Video, weil ich vergessen habe, den Aufnahmeknopf zu drücken. Aber es ist wirklich ein unglaublicher Wert. Das höchste auf Video, was ich habe, ist 58,5. Manchmal ist es ein bisschen weniger. Das stimmt, aber 64,2 habe ich mal gemessen. Was wirklich extrem viel Drehmoment ist. Für die Größe unglaublich viel Drehmoment. Ich meine, mit 17,5 cm Länge ist das absolut unglaublich eigentlich. Hat mir unglaublich Spaß gemacht, den Milwaukee zu testen. Top, also Drehmoment wirklich wird einer von den stärksten sein. Bei der Größe sowieso wahrscheinlich der stärkste. Sagen wir mal unter 18 cm sicher der stärkste. Ja, unglaublich. Durch das, dass der Motor so viel leistet, ändert sich eigentlich kaum was bei den verschiedenen Durchmessern. 2,3 Sekunden, ja, der 13 ist immer ein bisschen langsamer wie die anderen bei vielen, aber wir sehen können es unglaublich gut ist es. Das ist wirklich sehr stark. Es gibt nicht viel zum Sagen, es ist wirklich unglaublich, wie der die Drehzahl hochhält, obwohl man 32 mm Bohrer verwendet. Da wird er ein bisschen langsamer, das stimmt schon. Auch beim 40er von Flachfräsbohrern von Bosch, da wird er nochmal langsamer, aber das ist unglaublich, wie er da durchfräst. Absolut Spitzenklasse. Platz 1 absolut verdient, das merkt man auch in der Hand. Lautstärke habe ich mal 100 Dezibel hingeschrieben, es stimmt nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich es hätte zählen sollen. Bei ihm ist mir wirklich aufgefallen, der heult minimal kurz auf, die erste halbe Sekunde steigt er auf 104, 105, teilweise 107 Dezibel, was absolut laut ist und schädlich. Aber nachher reduziert sich die Lautstärke, wenn man durchgehend bohrt, auf 92, aber wenn man öfter Sachen macht, man bohrt ja nicht normalerweise 2 Minuten durchgängig, sondern immer wieder setzt man an und fängt von vorn an und dann hat man halt die 107 Dezibel für eine halbe Sekunde. Deswegen habe ich einfach den 92 genommen, 108 und dann den Unterschied durch 2, das habe ich, also 100 dB. Das stimmt nicht ganz, aber ich weiß nicht, wie es anders hätte bewerten können. Was soll man zum Gewicht sagen? Für die Leistung, natürlich ist es ein schwerer Akkuschrauber, das ist nicht zu verneinen, er ist sehr schwer, aber ich glaube, also in der Leistungsklasse ist er der leichteste wahrscheinlich, werden wir sehen in Zukunft, aber unglaublich, was der an Leistung hat für das Gewicht und für die Länge, die er hat. Ja, es ist aber trotzdem ein schwerer Akkuschrauber, es gibt andere Milwaukees, einen habe ich schon getestet, den zeige ich euch bald einmal und dann könnt ihr selber entscheiden, welchen ihr es nehmen wollt. Ja, also Gewicht ist für die Leistung super, aber sonst ist es ja ein relativ schwerer, auch Akkuschrauber gehört eher zu den schwereren. So, dann kommen wir zum Preis. Ja, 260 € kostet der mit der Smart-Funktion, aber weiß ich nicht, ob man den unbedingt braucht. Ich glaube, die meisten brauchen den eh nicht. Es gibt den auch ohne Smart-Funktion als Schlagbohrschrauber, aber auch als normaler Akkuschrauber, und da kostet er um die 200, aber ich habe den getestet. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wie das, ja, ist ja wurscht. Eigentlich muss jeder den Preis selbst finden. Ist ja in jedem Land anders oder je nach Anbieter, müsst dann selbst herausfinden, was der Preis ist. Es ist auf jeden Fall 200 wird er mindestens kosten, mehr oder weniger. Das ist der Preis.
ja, für die Leistung, ja, unglaublich stark. Natürlich sehr teuer, das ist so, das ist halt der beste oder einer von den besten, den man von Milwaukee kaufen kann mit dem neuen, mit der vierten Generation, dem DD3 oder PD3 oder wie er genau heißt. Es ist wirklich, ja, sehr teuer, das kann man sagen, aber wer das Beste von Milwaukee haben will, den oder halt die neue Generation, der kann ruhig zuschlagen. Das ist sehr kompakt, er ist unglaublich stark, hat ein sehr genaues Bohrfutter. Ich habe nicht viel zum Sagen, außer dass es wirklich gut ist, bis auf die Kupplung und die Lautstärke, die er manchmal, wie er halt kurz aufholt, wie schon gesagt. Und die Kupplung, sonst gibt es nichts Negatives zu berichten. Er ist kaum warm geworden. Ja, wird wahrscheinlich lang halten bei den meisten. Sonst habe ich nichts mehr zum Sagen. Ich bedanke mich bei jedem von euch fürs Schauen. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wenn ihr es mir unterstützen wollt, kauft was über Amazon. Wenn ihr natürlich nur was sowieso kaufen würdet über Amazon, dann verwendet den Link, würde es mir unterstützen, den Kanal. Vielen lieben Dank für jeden, der es macht. Vielen lieben Dank für jeden, der schaut. Würde mich über Abo freuen, über Daumen nach oben, über einen Kommentar. Servus, danke, bis zum nächsten Video. Ciao.